Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute sind wir in meinem Lieblingsstudio und wir haben euch ein paar Produkte der Firma KJI mitgebracht, die wir euch vorstellen wollen. Die Firma KJI bietet mittlerweile die Tripods und die dazugehörigen Köpfe in mehreren Versionen als Set an. Und die wollen wir euch heute mal vorstellen. Die Basis dieses Sets ist immer das K700 Tripod oder Dreibein, das ihr hier seht. Hierbei handelt es sich um ein Aluminium-Dreibein mit Schaumstoffgriffen und Gummifüßen. Fangen wir mal mit den Specs an. Das K700 Dreibein hat eine Transporthöhe von 686 mm, eine maximale Arbeitshöhe von 1829 mm und die maximale Traglast ist mit 11 Kilo angegeben. Wir haben allerdings schon mehr Gewicht dran gehängt, hier am Beispiel eines 25 Kilo Sandsacks, und auch das hat es ausgehalten, also ist es auch für moderne Sniper-Rigs absolut tauglich. Das K700 Tripod hat natürlich, wer hätte es gedacht, 3 Füße. Die 3 Füße sind zusammenklappbar zu einem schön kompakten Paket, sodass es auch in die beigelieferte Tragetasche passt. Jedes der 3 Beine besteht aus 3 Segmenten, die einzeln ausgefahren werden können. Also einfach hier unten diesen Friction Lock aufmachen, ausfahren und feststellen und dann hält das bombenfest. Genauso rückwärts, einfach aufklappen, einfahren bis zum Anschlag und schon ist die Sache wieder zusammengeklappt. Die Gummifüße sind schön griffig. Sollten die irgendwann abgenutzt sein, gibt es die auch im Ersatzteilhandel nachzubestellen. Auffällig sind auch diese Moosgummi-Pads, die sind sehr, sehr angenehm zum Festhalten. Auch beim Schießen hält man ja gerne mal direkt am Dreibein fest, um die Waffe zu stabilisieren. Das ist wirklich sehr angenehm, sehr fest und sie sind auch angenehm lang für alle möglichen Schusspositionen, damit ich mich da sauber einrichten kann. Als nächstes sind die Feststellgelenke, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, ich habe eben die Ruheposition oder Transportposition der Beine. Dann habe ich Stufe 1, in der es hier einrastet. Dann kann ich einfach den Alu-Feststeller nach außen ziehen, komme in die nächste Position oder dann in die äußerste Position. Wenn ich das Dreibein sehr, sehr flach aufstellen möchte, kann ich das über diese Position machen, wenn alle 3 Beine ganz außen sind. Hierbei würde dann natürlich die Mittelsäule stören. Der Vorteil, ich stelle das hier mal so ein bisschen zurück, der Vorteil an der Mittelsäule ist, ich kann die auseinandernehmen. Das heißt, ich schraube einfach unten den Holm ab und schraube ihn auch wieder dran bei Bedarf und kann auch unten die Kappe abnehmen und dann den Mittelholm unten versiegeln, sodass jetzt kein Dreck eindringen kann. Hier auf der Seite sieht man einen geriffelten Knopf, der ist zum Feststellen der Mittelsäule. Was auch noch auf die Mittelsäule Einfluss hat, das ist hier dieser Ring, mit dem ich die Reibung feststellen kann. Das heißt, drehe ich den auf, kann ich die Mittelsäule ausfahren und drehe ich den Ring zu, ist die Säule auf hohe Reibung eingestellt, aber sie hält nicht bombenfest. Bombenfest hält sie erst dann, wenn ich hier seitlich zudrehe und dann kann ich volle Belastung drauf geben, ohne dass mir die Mittelsäule abrutschen kann. Das ist also ein bisschen doppelt gemoppelt, ist aber natürlich auch während der Verwendung interessant, dass während ich anvisiere, kann ich einfach den seitlichen Knopf, den Feststellknopf offen lassen, stelle die Reibung hoch ein, kann dann die Höhe meiner Waffe oder meines Spektivs auf dem Dreibein einstellen, so wie ich es brauche, dass ich angenehm stehen kann in meiner Anschlagsart, wie ich es will. Und dann drehe ich einfach hier fest und drehe den Ring zu und dann ist die Waffe oder mein Spektiv oder meine Kamera, was auch immer ich gerade drauf montiert habe, bombenfest. Hier unter dem Kopf befindet sich ein mitgelieferter Gewindebolzen, auf den die jeweiligen Köpfe aufgeschraubt werden können.
Dieser Bolzen kann entnommen werden und gewendet werden und dann habe ich ein feineres Gewinde, je nachdem, was ich für einen Kopf draufschrauben möchte. Es gibt da 2 Standardgewinde und damit sind beide im Lieferumfang inbegriffen. So, das war es jetzt mal zum Dreibein an sich. Dann machen wir mal mit den eigentlichen Hauptbauteilen, und zwar den Köpfen, weiter. Wir haben euch ja schon den Reaper Rail Kopf vorgestellt in einem anderen Video. Da blenden wir euch auch den Link dazu ein. Und zwar fixiert der die Waffe über ein Picatinny Profil. Also zum Beispiel für ein MK18 DMR, zum Beispiel mit einem Quad-Rail-Vorderschaft wäre das ideal, hält bombenfest. Oder auch für ein Spektiv, da sind ja viele taktische Modelle mit einem Stück Picatinny-Schiene ausgerüstet. Das könnte ich da super draufschnalzen und es hält dann auch bombenfest. Hier haben wir jetzt die beiden anderen Modelle von KJI für euch dabei. Und zwar den Reaper Grip, der ist vorgesehen für Waffen, die jetzt keine Arca-Rail haben oder keine Pic-Rail. Und dann den Reaper Rail Arca, der über ein Arca Swiss Profil die Waffe mit dem Tripod verwendet. Das dürfte jetzt wahrscheinlich so der aktuelle Standard sein für PRS-Schützen oder für Sportschützen im Allgemeinen. Und das hier, das ist natürlich, der Reaper Grip ist natürlich für die Traditionalisten unter uns, die jetzt zum Beispiel eine Jagdwaffe einspannen wollen, die halt über kein Profil verfügt. Wir beginnen mal wieder von unten. Also hier am Kopf befindet sich die Grundplatte mit einem Innengewinde. Dieses Innengewinde passt auf den Gewindebolzen, den wir vorhin schon bei der Beschreibung von dem Tripod erwähnt haben, und die Montage ist denkbar einfach. Der ganze Kopf kommt so aus der Transportkiste, in der es geliefert wird. Das Einzige, was noch montiert werden muss, ist der Feststellgriff. Aber das ist simpel, das ist nur ein Linksgewinde, da muss man ein bisschen aufpassen so, und lässt sich einfach reinschrauben und dann ist das Ding montiert. Einfach handfest anziehen, Ende. Hier befindet sich jetzt eine Feststellschraube. Diese Schraube kann rausgezogen und verdreht werden und dann ist sie arretiert. In diesem Fall ist der Kopf frei zu drehen. Das wollen wir für die Montage natürlich nicht. Das heißt, sobald ich die Sechskantmutter nicht mehr sehe, bin ich nenne es jetzt mal in der Feststell- oder Montagestellung. So. Einfach einrasten lassen und dann den Ring verdrehen, bis die Schraube einrastet. Ordentlich alles feststellen und dann kann ich einfach das hier packen und kann das auf mein Dreibein schrauben. Das geht schnell. Ich stelle diese Reibungsmutter fest, ich stelle die Mittelsäule fest und kann dann ganz beherzt den Kopf festdrehen und dann hält der auch bombenfest. Habe ich jetzt meine Waffe eingespannt, ich lasse das mal, damit ihr es besser sehen könnt, nehme ich einfach den Feststellknopf, arretiere den wieder außen und kann dann über diese Mutter den Kopf freigängig machen und kann ihn drehen. An der Spitze dieser Schraube befindet sich ein kleiner Silikonknubbel oder Kunststoffknubbel. Das heißt, wenn ich die Schraube ein bisschen anziehe, sorgt dieser Knubbel dann für erhöhte Reibung. Das heißt, ich kann ihn entweder ganz rausdrehen und der Kopf dreht frei und sehr, sehr schnell und quasi ohne Reibung für die Grobeinstellung. Wenn ich dann die Schraube leicht anziehe, habe ich ein sehr angenehmes Gefühl am Kopf, kann dann die Waffe ganz leicht einstellen, könnte mit einem Ziel mitfahren, wenn ich das will, oder kann auch mein Spektiv schön sauber einrichten, wenn ich da irgendein Eichelhäher oder was mir angucken oder fotografieren möchte. Und wenn ich dann in der Position bin, wo ich will, drehe ich einfach fest und der Kopf ist ausreichend fixiert. Kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Feststellhebel, der für die Neigung zuständig ist, also für die Auf- und Abbewegung meiner Waffenläufe oder meiner Optik. Dieser Hebel hat, wie wir gerade schon gesprochen haben, ein Linksgewinde. Das ist für uns alles ein bisschen seltsam, so als gut erzogene Mitteleuropäer, weil wir es einfach gewöhnt sind, wenn ich eine Schraube festdrehe, drehe ich nach rechts, will ich eine Schraube locker drehen, drehe ich nach links.
Es ist aber tatsächlich in der Benutzung, gerade für mich als Lefty, wesentlich ergonomischer mit diesem Linksgewinde. Am Anfang haben wir da ein bisschen drüber geflucht und haben auch bei KJI nachgefragt, wie sie da auf den Trichter gekommen sind. Aber die haben uns das erklärt und haben wirklich gesagt, probiert das mal aus, ganz unvoreingenommen, schieß mal damit. Und ich muss wirklich sagen, das funktioniert einwandfrei. Gerade als Linksschütze, ich habe die Waffe in der linken Schulter, habe meine Unterstützungshand vielleicht hinten, fasse mein Ziel auf und drehe dann einfach mit einer leichten Bewegung den Griff fest. Das ist wirklich super angenehm. Also das war am Anfang ein bisschen K.O.-Kriterium, wo wir uns einfach gedacht haben, ist sinnfrei, aber nee, funktioniert im Handling einwandfrei. Das Einzige, was uns auffällt, ist, dass sobald ich eine Waffe montiert habe und zum ersten Mal grob einstelle, drehe ich grundsätzlich in die falsche Richtung. Danach fangen die grauen Zellen wieder an zu arbeiten und dann funktioniert es wieder. Das ist reine Übungssache, wie mit jedem Werkzeug, aber das funktioniert tadellos. Ich zeige euch jetzt einfach mal schnell die Montage von dem traditionellen Jagdschaft hier auf dem Reaper Grip. Erstmal stelle ich mir mein Tripod ungefähr in die Höhe ein, in die ich es haben möchte. Das heißt, ich habe es ja wahrscheinlich in der Hand, ich drehe diesen Reibungsring etwas auf und locker die Feststellschraube und ich habe es immer ganz gerne, wenn ich so eine Faustbreit oder ein bisschen mehr sogar Luft auf dem Mittelrohr habe. Dann stelle ich mir das fest, stelle mir diesen Reibungsring auch fest und dann habe ich, wenn ich jetzt die Beine ausfahre, gleich ein bisschen Spielmöglichkeiten für die Feineinstellung. Grundsätzlich möchte ich mein Dreibein ungefähr auf der Höhe meiner Schulter haben, also ich sage mal so 10-15 cm unter meiner Augenhöhe. Das heißt, ich nutze die volle Länge des dicken Beinsegments, fahre mir das erstmal komplett aus. Das geht ja wirklich ruckzuck zum Glück. Und dann sehe ich, alles klar, ich halte es jetzt einfach mal so hin, ich brauche unten noch ungefähr 15 cm Luft. Das merke ich mir einfach, fahre jetzt hier mein Bein, das untere Segment dementsprechend aus. Das kann ich mir auch für den Transport zur Jagd schon so voreinstellen, wenn ich die Tasche nicht nutzen möchte. Und dann habe ich mein Tripod und kann das ganz gemütlich abstellen. Mit dem anderen Tripod oder mit dem anderen Kopf fangen wir genauso an. Ich stelle mir das ein. Da sieht man dann auch, das geht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, tatsächlich ratzfatz, weil ich weiß ja jetzt ungefähr die Höhen, die ich brauche, und es geht auch verhältnismäßig leise. Das ist ja tatsächlich für den Benutzer, der das auch mal auf der Jagd benutzt, so wie ich zum Beispiel. Ich bin kein großer Fan von traditionellen Hochsitzen. Man muss nur bei der Jagd vom Tripod immer auf den Kugelfang achten. Ja? Dann ist das ratzfatz aufgebaut, dreht sich das natürlich im besten Fall in die richtige Richtung und dann habe ich hier mein Rail-System positioniert, so wie ich es brauche. Ich nehme dann meine traditionelle Jagdwaffe, kann die einfach mit dem AK-Profil, nachdem ich es aufgeschraubt habe natürlich, einsetzen. Dann greift die Klaue hier in den Schwalbenschwanz und die Waffe sitzt bombenfest. Ein großer Vorteil ist, gerade weil ja draußen eigentlich nie der Boden wirklich gerade ist, dass hier der AK-Rail-Adapter über eine Verkantungseinstellung verfügt. Das heißt, ich habe hier unten eine Mutter, die drehe ich einfach auf und kann dann die Waffe um bis zu 11 Grad in jede Richtung an mein Gelände anpassen. Das heißt, ich gehe in Anschlag, schaue, dass mein Absehen schön horizontal ist und drehe dann fest. Und dann ist die Waffe perfekt einjustiert für alles, was ich jetzt gerade vorhabe. Beim Reaper Grip ist es so, da habe ich keine Verkantungseinstellung, sondern muss die Waffe verhältnismäßig gerade einsetzen und dann festziehen. Oder einfach, wenn sie so auf 7/8 festgezogen ist, nochmal durch mein Fadenkreuz gucken, schauen, dass alles gerade ist und dann komplett anziehen. Ich kann aber dann auch, wenn ich die Waffe leicht im eingespannten Zustand bewege, kann ich minimale gradweise Ausrichtung einfach im Anschlag vornehmen. Den meisten Zuschauern wird wahrscheinlich schon dieses Stück Paracord hier aufgefallen sein, an dem ein Stück Fastex Buckel hängt. Hierbei handelt es sich um den KJI Killstrap.
Der ist ein ganz tolles Add-on zum Dreibeinschießen, wenn ich mehr Stabilität rausholen will oder wenn ich weiter schießen möchte. Bei dem Killstrap handelt es sich, abgesehen von dem malerischen Namen, um einen Nylonriemen, wo ich einfach hier die Fastex-Buckel anschließe und ich könnte jetzt hier über den beigelieferten Karabiner für noch mehr Stabilität sorgen, aber da habe ich keine Montagemöglichkeit an meiner Waffe. Darum nehme ich den ab, damit es nicht klappert. Jetzt befindet sich hier hinten eine Schlaufe. Diese Schlaufe ziehe ich lang und zwar so, bis mein Fuß reinpasst. Dann stelle ich meinen Fuß in die Schlaufe und ziehe, wenn ich in meiner Schießposition bin, mit der anderen Hand den Nylonriemen fest. Und zwar so lange, bis sich das Dreibein vom Boden hebt. Ab dem Moment kann ich, wenn ich mich jetzt in die Waffe lehne, meine Stabilität so weit erhöhen, dass wahrscheinlich Schüsse bis 200-300 Meter ohne Probleme möglich wären. Einfach, weil das ganze System sich so extrem versteift. Angegeben ist das hier mit einer Zugfestigkeit von bis zu 250 Kilo. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber 80 Kilo hängt es auf jeden Fall dran und hält es auch ohne Probleme aus. Unser Fazit zu den hier vorgestellten Produkten von KJI. Hier handelt es sich um wirkliche Top-Notch-Produkte in puncto Preis und Leistung. Gerade die Dreibeine sind sehr, sehr gut verarbeitet und bieten dem Anwender sehr, sehr viel Qualität fürs ausgegebene Geld. Es handelt sich jetzt hier um die Aluminium-Versionen. Wer ein bisschen mehr Gewicht einsparen möchte, für den bietet KJI auch Carbon-Versionen an. Gerade was Gewichte und Maße angeht, haben wir euch bei den Köpfen und den Anbauteilen das ein bisschen erspart. Hier findet ihr die Details bei uns im Blog auf www.epic-group.com. Wie sieht's aus? Benutzt ihr selber KJI-Produkte? Kennt ihr die Marke? Seid ihr da schon aufmerksam geworden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, würde uns interessieren, auch was ihr insgesamt davon haltet. Die Produkte von KJI sind überall dort erhältlich, wo ihr KJI-Produkte beziehen könnt. Und auch ansonsten, wie immer, wenn euch das gefallen hat, Like, Abo und Glocke drücken. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal.